Vor 10 Jahren erblickte dieses Spiel das Licht der Welt. Pokémon Go heißt das Ding. Auch bei uns verfallen immer mehr Menschen dem Spiel. Der Pokémon-Hype in Deutschland wird immer verrückter. The smash-hit mobile game app Pokémon Go has only been out for a few days, but it's already got millions following their smartphones to the most random places. Soon, millions of users have already downloaded the game. Pokémon Go. We know a lot of you downloaded over the weekend. It was one of the most popular and Der Hype war unglaublich groß. Über 500 Millionen Downloads im Play Store und 77 Millionen im App Store. Pokémon Go hat in seinen ersten 10 Jahren über 8 Milliarden Dollar Umsatz generiert und war damit das 5. lukrativste Spiel überhaupt im Google Play Store und App Store. Wie kann ein Spiel von vor 10 Jahren immer noch so erfolgreich sein? Das alles schaue ich mir heute an und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Reisen wir zu Beginn doch einmal zurück in den Sommer 2016, wo Anfang Juli das Spiel Pokémon Go veröffentlicht wurde. Der Kern des Spiels ist dabei ziemlich simpel: Pokémon fangen. Wenn die App geöffnet wird, zeigt diese eine Karte des Bereichs um den Spieler herum, mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten markiert. Statuen, Uhrentürme und so weiter. Man geht dann physisch zu diesen Punkten, die als Pokéstops bezeichnet werden, um Gegenstände und Erfahrungspunkte zu sammeln. Dadurch sind auch einige sehr bekannte Orte zu Drehscheiben für Pokémon-Aktivitäten geworden. Der Central Park in New York zum Beispiel war nicht nur mit den üblichen Zuschauern beschäftigt, sondern auch mit Spielern, die ihre Telefone nach Pokémon in der Nähe überprüften. Zu dieser Zeit hatte die App einfach 232 Millionen monatlich aktive Spieler weltweit. Egal wo man war, irgendwie erreichte das Spiel alle Teile der Welt. Diese realen Aspekte des Spiels haben aber auch dazu geführt, dass eine dunkle Seite auftauchte. Die Polizei in Missouri beispielsweise berichtete, dass eine Frau aus Wyoming auf eine Leiche stolperte, als sie versuchte, ein Wasser-Pokémon zu erreichen, das anscheinend in einem Fluss lebte. In New Jersey wurde die Polizei dazu bewegt, die Bewohner daran zu erinnern, nicht um 3 Uhr morgens in eine verlassene Gasse zu gehen, nur weil es irgendeine App ihnen sagen würde. Und dieser 24-jährige Neuseeländer arbeitete als Barista und Barkeeper und hat dann einfach seinen Job gekündigt, um hauptberuflich Pokémons zu jagen. Einfach crazy. Das Spiel hat diesen Sommer also komplett geprägt. Hey, ganz kurz. Die Produktion solcher Dokumentationen macht mir unglaublich Spaß und es würde mich wirklich sehr unterstützen, wenn ihr den Kanal abonniert, ein Like da lässt und auch vor allem einen Kommentar für den Algorithmus da lässt. Dann kann ich weiterhin so coolen Content produzieren. Danke und zurück zum Video. Doch der Absturz kam fast genauso schnell, wie der Hype gekommen war. Schon Ende Juli 2016, also knapp 2 Wochen nach der Veröffentlichung, fielen die täglichen Neuinstallationen von über rund 5 Millionen auf rund 450.000 pro Tag. Der Hype, der die ganze Welt erfasst hatte, war in nur wenigen Monaten auf einen Bruchteil geschrumpft. Das Spiel ist zwar aus dem Fokus der medialen Öffentlichkeit verschwunden, doch Ende Juni 2017 führte Niantic ein Feature ein, das dem Spiel tatsächlich fehlte: Raids. Bis zu 20 Spieler konnten sich nun gemeinsam vor Ort treffen, um mächtige Boss-Pokémon zu bekämpfen. Wenige Wochen später, beim ersten offiziellen Pokémon Go Fest im Juli 2017, tauchte dann erstmals das sogenannte legendäre Pokémon im Spiel auf. Zum ersten Mal konnten Spieler Kreaturen fangen, die sie aus den originalen Spielen kannten, aber bis dahin nie im Pokémon Go erlebt hatten. Und plötzlich gab es wieder einen echten Grund, sich mit anderen Spielern vor Ort zu treffen. Für die damalige Zeit hatte das Spiel immer noch echt starke Zahlen. Und das, obwohl dem Hersteller besonders in der Anfangszeit einige schwerwiegende Fehler unterlaufen sind. So konnte zum Beispiel die Serverlast anfangs nicht mit dem rasant wachsenden Nutzeraufkommen mithalten, was für ärgerliche Ausfälle und genervte Spieler sorgte. Außerdem dauerte es eine Zeit, bis die populären Ingame-Events eingeführt wurden und selbst Push-Nachrichten zur Animierung der Spieler fehlten anfangs völlig. Und trotzdem hat es die Spieler gehuckt, weiterzuspielen. Der wohl unwahrscheinlichste Erfolgsmoment in der Geschichte von Pokémon Go kam 2020. Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus. Französische Corona-Intensivpatienten werden in Helikopter und speziell umgebaute Züge verladen. Trotz lockender Frühlingssonne ist auch das Picknick im Park mit Freunden
gestrichen. Lest any of us thought this pandemic was entering its final stages, the World Health Organization says it's now recorded the highest rise in coronavirus cases since this pandemic began. Ein Spiel, dessen gesamtes Konzept darauf beruht, dass man rausgeht und sich mit anderen trifft, hätte eigentlich durch weltweite Lockdowns sterben müssen. Stattdessen reagierte Niantic innerhalb weniger Wochen. Die App bekam kürzere Ei-Ausbrutdistanzen, größere Spawnradien und vor allem sogenannte Remote Raid Pässe, mit denen man Raids erstmals von zu Hause aus mitspielen konnte. Das Ergebnis 2020 wurde mit über 1,2 Milliarden Dollar Umsatz das bis dahin erfolgreichste Jahr in der gesamten Geschichte des Spiels. Mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Bei der Recherche für dieses Video habe ich vieles herausgefunden, was mich selbst echt überrascht hat. Daher wollte ich den Selbsttest machen, wie gut ist das Spiel und macht es auch heute noch Spaß? Ja, und damit Hallihallo hier aus Hofheim in der Nähe von Frankfurt. Heute möchte ich Pokémon Go testen, wie gut ist dieses Spiel wirklich. Und ich habe mir jetzt mal einen Account gemacht und da werden wir jetzt einfach beginnen, hier fortsetzen. Ich würde mal sagen, also es ist ja so bei Pokémon Go, von dem was ich weiß, desto mehr im Stadtinneren man ist, desto mehr Pokémons kann man fangen. Also würde ich jetzt einfach mal in diese Richtung gehen, mehr in die Stadt. Hier steht jetzt hier auch gerade, es befindet sich ein Pokémon in der Nähe. Ja, hier sind immer hier Pokébälle und jetzt muss ich hier so ein richtiger Rentner diese Pokémon fangen. Und da gibt es auch so ganz viele Techniken, wie man dann so wischt mit diesen Bällen, damit das dann so... Oh, jetzt habe ich den verbraucht. Ich glaube, ich spiele das wie ein richtiger Rentner, aber egal. Also ich finde, von dem Design der App ist das schon sehr, sehr cool gemacht. Dass es auch wirklich die Spieler dazu bringt. Ich glaube, besonders für jüngere Leute ist das schon sehr, sehr cool gestaltet. So, und jetzt kann man eigentlich hier, Glückwunsch, hast du dein erstes Pokémon gefangen. Meinen Spitznamen, ja, was mache ich denn jetzt hier? Ich mache sowas, was ich immer habe. Ja, wir gehen jetzt einfach mal los hier in die Nähe des, wo ich mal hier einfach... Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube hier lang. Gehen wir mal jetzt in die Richtung hier. Der erste Pokestop haben wir bald erreicht sogar. Hier. Ja, nee, es ist auch wirklich, also diese Map finde ich sehr, sehr cool, wie die gestaltet ist. Das ist ja wirklich, ist auch die echten Geodaten, ne? Alle echten Wege sind eingezeichnet. Und wir gehen jetzt einfach hier. Und ich glaube, in der nächsten Kreuzung, da müsste das auch sein. So, das ist jetzt hier der Watch. Was? Hier ist irgendeine Uhr. Wo ist denn hier eine Uhr? Ist das die Uhr? Oder ist der Bus? Okay, wir müssen zu der Uhr, sagt die App. Dann gehen wir kurz zu der Uhr da. Bevor ich jetzt beim ersten Pokestop war, habe ich jetzt auch schon Level Up, Level 2. Irgendeine Belohnung, Pokébälle, extrem wichtig, um die ganzen Pokémons hier zu fangen. Und da sind auch wieder wilde Pokémon, die ich ja gerade sehe. Ich muss mal gucken, in welche Richtung das eigentlich ist. Ja, gehen wir mal ein Stück in die Richtung. Mal ganz kurz. Oh, da ist noch ein Pokémon auch einmal so random gekommen. Das heißt schon sicher was. Warte, ich glaube, wir müssen in diese Straße, kann das sein? Mal gucken. Ja, wir müssen in diese Straße rein und jetzt hier ein Pokémon fangen. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein zentraler Punkt, dass es halt darum geht, dass man halt möchte, als Pokémon Go-Spieler halt seine Sammlung von Pokémons halt möglichst groß zu machen und halt damit dann auch vielleicht anzugeben, wie viele Pokémons man gefangen hat. Prinzipiell gibt es hier so verschiedene Events, was man alles machen kann. Aufgaben, verwende 3 Power-Ups bei Pokémon. Die Arenenkämpfe, die würden mich ja jetzt noch auch interessieren, was man da genau machen muss. Jetzt bin ich auch schon auf Level 3, das ging aber schnell. Okay, ich habe hier eine Arena, 2 Straßen ungefähr weit weg. Die nennt sich, ganz kurz, Frage an das Team, Bird Mural. Kennt das wer? Was? Bird Mural, das ist so eine komische Wand, wo ein Vogel drauf ist. Okay, aber ich glaube, das ist schneller, also laut der App ist es schneller, wenn wir in die Richtung gehen. Da bin ich ja dann wirklich gespannt, wie sehr das mit dem Pokémon Arenenkämpfen ist und wie das sich dann nochmal drauf auswirkt auf das Spielerlebnis. Im Prinzip, ich muss sagen, mein erster Eindruck es ist schon cool, auf jeden Fall. Also man ist viel draußen unterwegs für dieses Spiel. Und ich glaube, also ich verstehe das bei großen Pokémon-Fans, die das halt schon seit der Kindheit spielen, dass das auf jeden Fall ein sehr cooles Hobby sein kann und eine sehr, sehr coole Art sein kann, wie man seine Zeit vertreibt. Ich werde mal gucken, ob das jetzt auch was für mich ist. Ja, ne? So, wir sind jetzt auch gleich hier bei dem Pokestop, beziehungsweise nein, bei dieser Arena, wo dann auch wirklich eine ganz spannende Aktivität noch im Spiel Pokémon Go kommt. Die Arenenkämpfe. So, hier sind wir jetzt. Also hier ist der Pokestop bei diesem Turm da. Hier kannst du dann, hier so. Digga,
Wir sind gerade zu diesem Spot gelaufen, dass dann jetzt hier steht, dass es erst ab Level 5 verfügbar ist. Der Arenenkampf, der ging sich jetzt leider nicht mehr aus, aber ich muss trotzdem sagen, mein Urteil, Pokémon Go ist durchaus ein sehr, sehr lustiges Spiel. Ich verstehe es im Endeffekt doch, wieso so viele Leute das noch immer, auch 10 Jahre nach dem Release, spielen. Es ist ein cooler Zeitvertreib, vor allem wenn man viel Zeit draußen verbringen möchte oder wenn man so oder so unterwegs ist, ist das sicher eine sehr, sehr coole und abwechslungsreiche Aktivität. Für mich gesehen persönlich, glaube ich, wird es im Großen und Ganzen nichts mit Pokémon Go. Ich bin jetzt kein großer Pokémon-Fan im Allgemeinen, aber damit würde ich sagen, zurück ins Studio. Die Frage ist und bleibt also, wie kann dieses Spiel so erfolgreich sein? Ein zentraler Baustein war von Anfang an die soziale Komponente. Ab Level 5 wählen Spieler eines von 3 Teams. Und diese Mechanik zwingt Spieler regelrecht dazu, sich draußen zu treffen, gemeinsam Arenen zu verteidigen oder Pokémon anzulocken. Echte soziale Interaktionen statt nur eine App im Alleingang nutzen. Und genau darauf baut auch das schon anfangs erwähnte Pokémon Go Fest auf. Ein Event, bei dem sich tausende Spieler an einem Ort treffen, gemeinsam Raids bestreiten und dabei genau das Gemeinschaftsgefühl wiedererleben, das 2016 den ursprünglichen Hype ausmachte. Außerdem ist das Geschäftsmodell des Spiels relativ einfach gehalten. Grundsätzlich ist Pokémon Go nämlich komplett kostenlos spielbar. Doch wer schneller vorankommen will, kann Pokébälle, sogenannte Lure-Module oder Ei-Brutmaschinen kaufen. Wie clever dieses System funktionierte, zeigte sich schon in den ersten Wochen. Eine Pizzeria aus New York berichtete, ihren Umsatz an einem Wochentag um 75% gesteigert zu haben, nachdem sie für rund $10 mehrere Lure-Module gekauft hatte, um Spieler gezielt in ihr Lokal zu locken. Diese Mischung aus kostenlosem Zugang und kleinen verlockenden Käufen ist bis heute das ökonomische Rückgrat des Spiels. Ein entscheidender Faktor ist natürlich die Nostalgiekarte, die Pokémon Go von Anfang an gespielt hat. Die Generation, die in den 90ern mit Game Boy und den ersten 151 Pokémon aufgewachsen ist, konnte plötzlich als Erwachsene noch einmal in diese Kindheitswelt eintauchen. Nur dieses Mal in der echten Welt statt auf einem kleinen grauen Bildschirm. Außerdem steckt dahinter ein viel älterer psychologischer Mechanismus, der menschliche Sammeltrieb. Der Konsumforscher Professor Russell Belk unterscheidet zwischen ästhetischem Sammeln, bei dem persönlicher Geschmack zählt, und taxonomischem Sammeln, bei dem es einfach darum geht, eine Kategorie möglichst vollständig zu machen, wie bei Briefmarken oder eben Pokémon. Genau das macht sich der Slogan "Schnapp sie dir alle" zunutze. Es geht nicht nur darum, ein Pokémon zu besitzen, sondern die eigene Sammlung größer und besser zu machen als die der anderen. Ein sozialer Vergleich, der laut Belk stark motiviert. Der vielleicht unterschätzteste Grund liegt in der Art, wie das Spiel belohnt. Pokémon Go nutzt, was Verhaltenspsychologen als variable Verstärkung bezeichnen. Dasselbe Prinzip, das auch einarmige Banditen im Casino so fesselnd machen. Man weiß nie, wann genau das nächste, vielleicht seltene Pokémon auftaucht, wenn das Handy vibriert. Diese Unvorhersehbarkeit der Belohnung setzt Dopamin frei. Nicht die Belohnung selbst ist entscheidend, sondern die Ungewissheit, wann sie kommt. Und genau dieser Mechanismus hält Spieler länger im Spiel, als sie eigentlich vorhatten. Und schließlich schafft Pokémon Go das, woran zahlreiche Gesundheitskampagnen gescheitert sind. Es bringt Menschen dazu, sich zu bewegen, ohne dass sie das Gefühl haben, Sport zu betreiben. Ein bekannter Internet-Scherz aus dem Jahr 2016 brachte es auf den Punkt. Das Spiel hatte in 3 Wochen geschafft, wofür Michelle Obamas Let's Move-Kampagne 7 Jahre gebraucht hatte, Menschen tatsächlich vor die Tür zu bringen. Mehr als 1 Million Stunden verbrachten Kinder unter 16 draußen. Wer im Spiel vorankommen möchte, der muss halt laufen. Und genau diese unfreiwillige Bewegung wurde zu einem der meistdiskutierten positiven Nebeneffekte dieses Spiels. 2025 passierte aber etwas, was sehr viele Fans erschütterte. Der Spieleentwickler Scopely übernimmt das Entwicklerstudio Niantic, das unter anderem hinter Pokémon Go steckt, für rund 3,5 Milliarden $. Doch dahinter steckt mehr als nur ein gewöhnlicher Firmenkauf. Scopely gehört nämlich zur Savvy Games Group. Und die wiederum ist eine 100%ige Tochter des saudi-arabischen Staatsfonds PIF, dem Public Investment Fund. Saudi-Arabien hatte allein für die Expansion in die Gaming-Branche rund 38 Milliarden $ eingeplant. Und mit Pokémon Go landete nun eines der bekanntesten Mobile Games der Welt direkt unter staatlicher saudischer Kontrolle. Aber der eigentlich brisante Teil der Geschichte betrifft nicht den Verkauf direkt, sondern das, was davor geschah. Seit 2021 konnten Spieler ihre Umgebung am Pokéstops per Video scannen und wurden dafür mit Boni belohnt. Diese
Diese rund 30 Milliarden gesammelten Umgebungsscans wurden von Niantic für ein sogenanntes Visual Positioning System genutzt. Eine Technologie, die Maschinen erlaubt, sich anhand von Kamerabildern zu orientieren. Selbst dort, wo GPS nicht funktioniert. Diese Technologie wird heute vor allem von Lieferrobotern in US-amerikanischen Städten genutzt. Im Dezember 2025 ging Niantic Spatial, die Firma, die diese Daten verwaltet, aber auch eine Partnerschaft mit Ventor ein, einem US-Verteidigungsunternehmen, das unter anderem Militärdrohnen und autonome Systeme für den Einsatz in Kriegsgebieten entwickelt. Ein Pokémon Go-Spieler, der also seit 2016 dem Release spielt, brachte es einer niederländischen Zeitung gegenüber auf den Punkt. Er habe einfach nur ein Spiel gespielt und nie damit gerechnet, dass seine Daten einmal für ein militärisches System genutzt werden könnten. Niantic und Ventor betonen zwar, dass die rohen Scan-Daten selbst nicht direkt weitergegeben wurden, die daraus trainierten KI-Modelle jedoch schon. Das Feature wurde diesen Sommer aber wieder weitgehend entfernt. Für diesen Film wollte ich ja wissen, wie dieses 10 Jahre alte Handyspiel heute noch so erfolgreich sein kann und wo da eigentlich noch der Spielspaß bleibt. Und ich muss sagen, es hat mich echt überrascht. Der Spielspaß, der ist echt. Flow-Zustand, Nostalgie, Sammeltrieb, unvorhersehbare Belohnungen, echte soziale Treffen, all das seit 10 Jahren. Im Internet finde ich außerdem unzählige Berichte von selbst älteren Personen, die dabei unglaublich viel Spaß haben. Der Verkauf und die Datenaffäre haben bei vielen Fans für Verunsicherung gesorgt. Ob man deswegen jetzt aufhören sollte, dieses Spiel zu spielen, sollte jeder für sich selbst entscheiden. Vielen Dank fürs Schauen dieses Videos. Mich würde noch interessieren, ob euch die Datengeschichte davon abhalten würde, Pokémon Go zu spielen. Schreibt mir eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare. Um die Produktion solcher Filme zu unterstützen, würde mich ein Like und ein Abo unglaublich unterstützen und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Tschüss!